Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal den Unterschied zwischen der Apple Watch Series 11 und der Apple Watch Ultra 3 näher beleuchten. Besser gesagt euch zeigen, welche Uhr für euch am besten geeignet ist. Den ersten größeren Unterschied haben wir dann bei den Modellvarianten. Die Apple Watch Ultra 3 erscheint nur in einer Größe mit 49 mm. Das Ganze ist dann auch nur in einem Titangehäuse und du kannst dich zwischen einer Titan-Naturfarbe und einer schwarzen Farbe entscheiden. Und die Uhr selbst ist dann auch zertifiziert, besser gesagt mit dem EN 13319 Zertifikat, das hier fürs Tauchen ausgelegt ist. Darüber hinaus bekommt dann die Apple Watch Ultra 3 auch den 5G Mobilfunkchip spendiert und preislich liegen wir bei 899 €. Anders sieht es dann bei der Apple Watch Series 11 aus. Hier kannst du dich zwischen zwei verschiedenen Größen entscheiden, einmal zwischen 42 mm und 46 mm. Bei der Aluminium-Version gibt es dann auch 4 verschiedene Farben und es gibt dann auch eine Titan-Version. Hier kannst du zwischen 3 verschiedenen Farben auswählen und anders als bei der Apple Watch Ultra 3 gibt es hier zum Beispiel auch noch Titangold. Und solltest du dich für die Aluminium-Variante entscheiden, kannst du auch noch sagen, okay, möchte ich entweder Mobilfunk haben oder auch nicht. Wenn du dich für Mobilfunk entscheidest, bekommst du auch hier den neuen 5G-Chip verbaut. Bei der Titan-Version ist der 5G-Chip hier automatisch mit dabei. Preislich fängt die Apple Watch Series 11 dann bei 449 € an und geht hoch bis zu maximal 899 € in der Titan-Version, also genauso teuer wie die Apple Watch Ultra 3. Und da ist wirklich dann die Frage, ob sich dann hier die Titan-Version lohnt. Außerdem möchtest du natürlich eine kleinere Uhr haben. Wir werden im Verlauf des Videos noch sehen, was dann hier die Unterschiede sind. Und wenn wir dann einen Blick auf das Display werfen, beide Uhren bekommen hier das neue LTPO3 OLED Touch Display. Hauptmerkmal des Displays ist hier, dass es bis 1 Hertz runterregulieren kann. Das heißt also, du kannst im Ruhemodus zum Beispiel hier auch die Sekundenzeiger sehen, weil sich das Display hier mit 1 Hertz aktualisiert. Darüber hinaus gibt es dann auch einen besseren Blickwinkel, also besser als noch zum Beispiel bei der Ultra 2 oder bei der Apple Watch Series 9, weil die Apple Watch Series 10 hatte dieses Display an dieser Stelle auch schon. Einen weiteren Unterschied zwischen den Displays haben wir dann auch bei der Helligkeit, dass der Apple Watch Ultra 3 kann bis zu 3000 Nits hell werden, während die Series 11 nur bis zu 2000 Nits schafft, aber nichtsdestotrotz auch die Series 11 ist hier im Outdoor-Bereich sehr gut ablesbar. Ebenfalls unterscheidet sich auch die Größe des Displays. Wenn man jetzt die Series 11 in der größten Version mit 46 mm nimmt, haben wir eine Pixeldichte von 416 x 496 Pixel, während die Apple Watch Ultra 3 das größere Display hat mit 422 x 514 Pixel. Geschützt wird standardmäßig bei der Apple Watch Ultra 3 das Display mit einem Saphirglas. Das Saphirglas bei der Series 11 gibt es nur bei der Titan-Version, ansonsten habt ihr so ein Ionic X-Glas hier im Angebot. Wenn wir einen weiteren Blick auf die Hardware werfen, besser gesagt auf die Mikrofone, so bekommt ihr bei der Apple Watch Ultra 3 einen Ring aus 3 Mikrofonen verbaut und diese sollen auch Windgeräusche unterdrücken. Bei der Apple Watch Series 11 ist es hier nur ein Mikrofon, was verbaut worden ist, aber ich muss sagen, beim Telefonieren konnte ich jetzt hier keine großen Unterschiede im Alltag feststellen, besser gesagt mein Gegenüber. Also ihr könnt mit beiden Uhren wirklich sehr gut telefonieren. Eine hardwaretechnische Anpassung haben wir dann im Bereich des verbauten Prozessors. Die Apple Watch Ultra 3 hat nun auch hier den S10-Chip bekommen, anders noch als die Ultra 2, die hatte noch den Vorgängerchip. Und die Apple Watch Series 11 hat auch hier den S10-Chip, das heißt also hier sind sie jetzt gleichwertig. Was bedeutet das? Du hast jetzt einfach die Doppeltipp-Funktion auf beiden Uhren, Offline-Siri ist mit dabei und du hast auch die verbesserte iPhone-Suche auf deiner Uhr. Eine Besonderheit der Apple Watch Ultra 3 gegenüber der Apple Watch Series 11 ist dann hier der Action-Button. Den haben wir so bei der Series 11 nicht. Dies ist dann ein zusätzlicher Button, den ihr mit einer Liste von vorgefertigten Funktionen auch ausstatten könnt. Sei es zum Beispiel ein Übersetzer, eine Taschenlampe oder auch ein Training. Ihr könnt aber im Rahmen von Kurzbefehlen auch eigene Funktionen hier hinterlegen. Und wenn du den Button dann einmal drückst, wird die Funktion dann auch ausgeführt. Solltest du etwas länger auf den Button drücken, dann bekommst du auch die Liste an Funktionen angezeigt, die hier zur Auswahl stehen. Und du hast darüber hinaus die Möglichkeit, wenn du ganz lange auf den Button drückst, dass du dann auch hier eine Sirene auslöst. Und diese Sirene gibt es auch nur auf der Apple Watch Ultra 3, aber nicht auf der Series 11. Und wenn wir dann schon beim Thema Sicherheit sind, beide Uhren unterstützen auch die Wegbegleiterfunktion. Das heißt also, wenn du losläufst, kannst du an einem Kontakt über iMessage dann hier Bescheid geben, dass du unterwegs bist und dann bekommt ihr deinen Standort angezeigt. Beide Uhren haben dann auch eine Sturzerkennung. Das heißt also, wenn was passiert, wird auch da ein Alarm abgesetzt. Und du kannst mit beiden Uhren auch einen SOS-Notruf übers Handynetz abgeben. Alle 3 Funktionen funktionieren dann hier, wie gesagt, über das Handynetz. Nur bei der Ultra 3 hast du aber nun die Option, auch hier SOS-Signale hier via Satellit abzugeben. Das heißt also, wenn du kein Handy-mobiles Netz hast, kannst du es dann hier nutzen
und du hast auch die Möglichkeit, hier deinen Standort zu teilen. Was leider nicht geht, sind dann hier Nachrichten abzusetzen. Das wird hier in Deutschland momentan noch nicht unterstützt. Im Bereich des Trainings bekommen wir mit beiden Uhren auch die neue überarbeitete Trainings-App, bei denen du hier viel einfacher die Sachen einstellen kannst. Und wir bekommen mit beiden Uhren auch die Möglichkeit, nun hier über das iPhone hier die Workouts zu erstellen, beziehungsweise auch Workouts direkt über das iPhone zu starten. Die Apple Watch Ultra 3 bietet anders als die Apple Watch Series 11 aber die Möglichkeit, wenn du draußen eine Outdoor-Aktivität machst, einen sogenannten präzisen Start durchzuführen. Das heißt also, wenn du dann oben siehst, dass das GPS-Signal vorhanden ist, kannst du dann auch die Aktivität starten. Bei der Apple Watch Series 11 ist es leider etwas anders. Hier geht dann immer noch ein Countdown runter. Du kannst leider hier keinen präzisen Start einstellen. Mit dem Action-Button der Ultra 3 hast du dann auch die Möglichkeit, hier direkt eine Aktivität zu starten. Und du hast auch die Option, dass du hier mehr Datenfelder anzeigen lassen kannst während der Aktivität. Besser gesagt, du bekommst ein Datenfeld mehr als bei der Series 11, also 6 statt 5 Datenfelder. Aber ansonsten ist im Bereich des Trainings alles identisch. Du bekommst bei beiden Uhren hier Leistungswerte am Handgelenk angezeigt, du hast eine Übersicht über deine aktuelle Herzfrequenz und du bekommst auch nach dem Training hier dein Trainingsload angezeigt, beziehungsweise auch die Bewertung, wie anstrengend der Lauf war. Und solltest du hier mit Wassersport unterwegs sein, hier gibt es auch kleine, aber feine Unterschiede. Die Apple Watch Ultra 3 hat eine Wasserdichtigkeit bis 100 Meter und das Gehäuse bzw. Bedienelemente sind auch bis 40 Meter Tiefe ausgelegt. Darüber hinaus unterstützt die Ultra 3 auch Sportarten mit hoher Geschwindigkeit auf Wasser, das heißt als Surfen und alles, was damit zu tun hat, kannst du natürlich mit der Uhr auch durchführen, ohne dass hier eine Beschädigung stattfindet. Anders sieht es bei der Series 11 aus, diese ist nur bis 50 Meter wasserdicht und einer Tauchtiefe bis zu 6 Meter. Also im Umkehrschluss kann man sagen, mit der Ultra 3 kannst du dann auch tauchen gehen, während die Series 11 hier nur bis maximal Schnorcheln ausgelegt ist. Und wenn wir schon beim Aktivitätstracking sind, da sind auch die GPS-Werte interessant. Und so bietet uns die Apple Watch Ultra 3 das L1 und L5 Band an, als Multiple GPS, das beste GPS, was wir auf dem Markt bekommen können. Leider hat die Apple Watch Series 11 immer noch das L1 Band. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man hier auch irgendwann mal ein Upgrade macht in dieser Preisklasse. Großer Vorteil von einem L1 und L5 Band ist auf jeden Fall, wenn du in den Wäldern unterwegs bist, in den Bergen oder dann auch in den Städten zwischen den Häusern. Hier kann der Track viel besser aufgezeichnet werden als mit einem L1 Band. Aber nicht nur der GPS-Track wird hier mit dem L1 und L5 Band besser aufgezeichnet, sondern auch die Distanz ist genauer und da gibt es auf jeden Fall Abweichungen zwischen der Series 11 und der Ultra 3. Ein ganz spannender Punkt haben wir dann bei der Akkulaufzeit und da weiß auf jeden Fall die Apple Watch Ultra 3 zu überzeugen. Apple gibt hier eine Laufzeit im normalen Betrieb bis zu 42 Stunden an mit der Apple Watch Ultra 3. Faktisch lade ich sie aber immer alle 2 Tage auf, weil es ja auch so im Rhythmus am besten reinpasst. Bei der Series 11 sieht es etwas anders aus. Hier kommen wir nur auf 24 Stunden Akkulaufzeit bei einer normalen Nutzung. Also hier muss die Uhr auf jeden Fall jeden Tag neu aufladen. Ähnlich sieht es dann auch beim Training aus. Die Apple Watch Ultra 3 schafft dann eine Laufzeit bis zu 14 Stunden im besten GPS, während die Series 11 nur bis zu 8 Stunden schafft. Ich habe auch mal einen Akkutest mit der Apple Watch Ultra 2 gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du mal sehen, da habe ich eine sehr lange Tour gemacht, über mehrere Stunden und da hat die Akkulaufzeit wirklich sehr gut hier performt. Aufgrund der kurzen Akkulaufzeiten sind natürlich dann aber auch hier die Ladezeiten interessant. Die Apple Watch Ultra 3 schafft hier in 45 Minuten bis auf 80% aufzuladen, 75 Minuten bis es dann voll aufgeladen ist und wenn du die Uhr 15 Minuten an Strom hängst, dann kannst du auch nochmal die Uhr 12 Stunden nutzen. Getestet wurde das von Apple hier mit einem 20 Watt Netzteil. Anders sieht es dann bei der Series 11 aus. Diese hat schon in 30 Minuten hier 80% aufgeladen und braucht nur eine Stunde, bis sie voll ist. Und wenn du sie hier 15 Minuten an den Strom hängst, dann kannst du die Uhr hier 8 Stunden hier weiterhin nutzen. Und wenn wir zu guter Letzt noch einen Blick auf die Software werfen, beide Uhren bekommen auch die neuen Zifferblätter angeboten. Das heißt also, das Flow-Zifferblatt bekommst du auf der Ultra 3 und Series 11, als auch das neue Pride Harmony Zifferblatt. Ebenfalls bekommst du auch auf der Apple Watch Ultra 3 und Series 11 das neue Exactograph Zifferblatt und auch das neue Liquid Glass Foto Zifferblatt können wir auf beiden Uhren dann hier sehen. Und was wir aber nur auf der Apple Watch Ultra 3 als Zifferblatt bekommen, ist einmal das Wegweiser-Zifferblatt, das wir noch von der Ultra 1 kennen, oder auch das Modular Ultra, das ihr sehr individuell gestalten könnt, gibt es auch nur auf der Ultra 3, als auch das neue Wegpunkte-Zifferblatt, was nun mit der Apple Watch Ultra 3 erschienen ist, haben wir leider auch so nicht auf der Series 11. Und was das Update des WatchOS 26 angeht, so bekommt ihr auf beiden Geräten dann hier alles, was WatchOS 26 zu bieten hat. Das heißt also einmal das Liquid Glass Design, aber auch die Bluthochdruckerkennung wird sowohl von der Ultra 3 als auch von der Series 11 unterstützt. Und es gibt dann auch die neue Schlafindexanzeige bzw. Sleep Score, der einfach zeigen soll, wie gut du dann geschlafen hast, als auch den Workout Buddy wird auch mit beiden Uhren unterstützt.
Hier gibt es leider einen kleinen Nachteil, diesen gibt es momentan nur auf Englisch, beziehungsweise du musst dein iPhone auf Englisch umstellen, um den Workout Buddy dann hier nutzen zu können. Der soll dich einfach während des Laufes motivieren und bringt hier ein paar Statistiken und Zahlen, wie du dich dann hier verbessert hast. Ja, ich wollte euch jetzt einfach mal kurz und knackig die Unterschiede zwischen der Apple Watch Series 11 und der Ultra 3 vorstellen. Solltest du die Apple Watch Series 11 hier in der Aluminium-Version nehmen, dann ist der Preis wirklich sehr gut. Gehst du aber auf die Titan-Version mit 899 €, dann solltest du auf jeden Fall überlegen, vielleicht dann doch auf eine Ultra 3 zu gehen, falls die Uhr hier passt. Die ist natürlich groß mit 49 mm, aber du bekommst einfach für den Preis nochmal viel mehr Funktionen angeboten als auf der Apple Watch Series 11 in der Titan-Version. Du kannst mal gerne einen Kommentar schreiben, was du von der Apple Watch Series 11 und Ultra 3 hältst. Ist es eine Option für dich? Schreib es mal gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn dich noch mehr zum Thema Apple Watch interessiert, ich habe auch mal einen Vergleich zwischen der Apple Watch Ultra 2 und 3 gemacht. Das verlinke ich dir hier mal. Beziehungsweise ich habe auch eine Playlist rund um die Apple Watch. Das verlinke ich dir unten mal, da kannst du sehen, was ich sonst noch alles so vorgestellt habe. Es sind auch diverse Apps dabei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.